Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Beruflich erfolgreich zu sein, ist in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung. Mit Beförderungen, Gehaltserhöhungen oder einem Lob vom Vorgesetzten beweisen wir uns und anderen, dass wir gut sind in dem, was wir tun. Aber was, wenn all das nicht ausreicht? Wir stellen Ihnen heute zwei Männer vor, die in ihren Berufen viel Anerkennung erhalten haben und dennoch eine neue Perspektive brauchten, um wirklich glücklich zu werden. Unser Thema: Gott gab mir ein neues Ziel. Für Andreas Heerwagen hatte Erfolg von jeher einen hohen Stellenwert. Ob beruflich oder als Hochleistungssportler, wieder und wieder übertraf er sich selbst und erhielt so viele Auszeichnungen. Doch letztlich fand er seine Zufriedenheit woanders. Andreas erzählt, wie es dazu kam. Mein gesamtes Leben lang mache ich eigentlich Sport und versuche mich eigentlich immer selber zu jagen und versuche in jeder Sache immer besser zu werden. Vom Kind auf, Sport hat mir eigentlich so die Verfüllung gegeben, wo ich meine Anerkennung bekommen habe, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin im Sport so gut. Da haben dann die Leute zu mir geschaut oder ich war halt der Schnellste oder war gut im Laufen. Und das hat mir gefallen und war angenehm für mich. Irgendwann bin ich dann beim Triathlon gelandet und dann auch bis zum Ironman. Und so eine Ironman-Distanz sind die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Rad und 42 Kilometer Laufen, also noch ein Marathon hinten drauf. Und jetzt, wo ich hier sitze, habe ich insgesamt 7 Ironmans in meinem Leben gemacht und dann noch mehrere Marathons. Und das sind nur die langen Wettkämpfe, die ich hinter mir habe. Im Sport geht es darum zu gewinnen, aber was mir gefallen hat, dieses Kämpfen, dieses mich überwinden, noch mehr, noch härter, das war so der Reiz, was mir gefallen hat. Lebensziele waren, ich wollte, wo ich Jugendlicher war, zur Bundeswehr und wollte dann, als ich einige Jahre schon drin war, wollte ich zu Spezialeinheiten und bin dann über gewisse Umwege zu den Kampfschwimmern. Ja, und war dort über 15 Jahre dabei. Zu damaligen Zeitpunkt haben wir mit 50 Leuten angefangen und nach 1,5 Jahren standen wir dann zu zweit da. Und in der Zeit habe ich das Austauschprogramm kennengelernt mit der US Navy, mit den SEAL-Teams. Und als ich davon gehört habe, wollte ich dort unbedingt hin. Was war mir alles egal. Ich ziehe das durch, bis ich dort irgendwann mal hinkomme. Und im Jahr 2007 bin ich in die USA gewechselt und habe dort das Austauschprogramm mit der US Navy gemacht. Und es gab halt so einen Lehrgang, den ich nebenbei unbedingt machen wollte. Das war der Sniper-Lehrgang der SEALs. Und als ich den dann auch geschafft hatte oder hinter mir hatte, war ich an den Punkt gelangt, wo ich so leer war, weil ich dachte, das, was ich immer machen wollte, und jetzt habe ich es. Ja, ich war dann so platt, dass ich eigentlich nicht mal dabei bleiben konnte. Ja.
Irgendwie habe ich so viel oder auch der Wunsch, das geschafft zu haben, war so schön, aber danach kam die Leere und okay, das war mein Ziel, jetzt habe ich das so alles erreicht und war eigentlich so todunglücklich und saß wirklich so ein Loch, wo ich also ich bin eigentlich nicht rausgekommen. Und dann saß ich da alleine in der USA mit dem, was ich glaubte, immer gewollt zu haben und wollte es nicht mehr. Ja, da habe ich natürlich viel nachgedacht und guckt, was wäre das Nächste, was ich erreichen könnte oder wollte und habe nichts gefunden. Aber dann habe ich zum Glück meine jetzige Frau kennengelernt und sie ist immer in eine Gemeinde gegangen, immer Wochenende. 2008 bin ich eigentlich dann mit ihr, hat sie mich eingeladen, zum ersten Mal in eine Gemeinde. Was mich damals so fasziniert hat, dass Menschen so frei über ihre Schwächen gesprochen haben. Und das war so eine Erleichterung, dieses, wow, ich muss nicht immer hart sein, ich muss nicht stark sein und ich kann auch schwach sein. Und für mich war das so ein neues Konzept, das war so attraktiv, dass ich mehr davon erfahren wollte. Jeder von uns hat dieses Leere, dieses schwarze Loch, was wir versuchen mit irgendwas zu füllen. Und bei mir war es Sport, Härte, Kampfschwimmer, noch mehr und mich immer beweisen wollen, dass sich das damit gefüllt hat. Aber jetzt weiß ich, dieses Loch kann nur Gott füllen. Und dieses Konzept war so neu, dass ich das wollte. Life isn't simple, it hides as a riddle. For all I know, it's beautiful. You are the rebel that helps me unravel the mystery. You hold the key, you're like a spark. Und dann habe ich Gottes Stimme gehört. Die sagte, alles, was du bisher in deinem Leben getan hast, war für deine eigene Verherrlichung. Ich will, dass du jetzt für mich arbeitest. Jetzt leite ich eine christliche Organisation und wir helfen Menschen weltweit, was ich vielleicht glaubte, oh, das kriege ich mit der Bundeswehr, vielleicht dieses, oh, ich kann ja noch was Gutes tun und ja, jetzt bin ich selber verantwortlich. Wir haben ein tolles Team und dass ich dort die Erfüllung finde, wo ich eigentlich jahrelang oder mein Leben lang gestrebt habe. In so einer Arbeit, da hätte ich natürlich nie nachgeschaut und Gott öffnet und schließt Türen, die kann nur er und man muss nur selber aus dem Weg gehen. Früher war eigentlich für mich wichtig, wie stehe ich da, wie komme ich auch an oder wie werde ich gesehen und was macht der Sport, wie gut bin ich, wo kann ich mich verbessern. Und das ist alles so nebensächlich. Ja. Jetzt ist viel wichtiger, wie sieht mich Gott und was bin ich für ein Vater für meine Kinder, was bin ich für ein Ehemann zu meiner Frau. Und da will ich besser werden und eigentlich sehe ich meine Hauptaufgabe. Das ist so viel wichtiger als irgendwelche Auszeichnungen oder Navy Seal Abzeichen an der Brust, Vater zu sein. It's a new day. It's a new life. So they say. It's a new turn. Mit seinen neuen Zielen und Aufgaben sind Auszeichnungen heute für Andreas Herwagen nur noch Nebensache. Ähnlich geht es auch Terence Howell. Lange Jahre liebte er seinen Beruf als Polizist und er war stets bereit, sein eigenes Leben zu riskieren, um Menschen zu schützen. Up Charlotte in North Carolina.
Baton Rouge in Louisiana oder bis Ferguson in Missouri. Tödliche Schießereien mit der Polizei, manchmal gefolgt von Chaos, Krawallen und Rassenunruhen, erschüttern die Städte. Obwohl dies weit entfernt passierte, berührte es auch diesen ehemaligen Polizisten. Terrence Howell wurde Polizist in Franklin, Virginia, um etwas zu verändern. Als Polizist tickt man einfach anders. Die meisten Leute, die Schüsse hören, rennen weg. Als Polizist ist man trainiert, genau dorthin zu laufen, wo geschossen wird. Der Polizeichef in Franklin erinnert sich an Terrence, der in seinem Beruf mehr gab als üblich. Wir machen diesen Job, um die Welt zu verändern und gute Dinge zu tun. In den 5 Jahren, die Terrence bei uns war, tat er viel Gutes. Er hat die Meinung verändert, die viele hier im Ort über Polizisten hatten. Er hat das Ansehen der Polizei und das Vertrauen in sie verbessert. Terrence' Glaube beeinflusste seine Arbeitshaltung und wurde zum Auslöser einer Veränderung. Du fühltest dich wohl, hast der Truppe gedient und hast eine beachtliche Karriere dort gemacht, dazu als Farbiger. Das ist doch alles sehr ehrenhaft. Was ist passiert? Gab es einen inneren Kampf? Was war los? Als ich klein war, wollte ich immer Musiker werden. Musik war mir sehr wichtig. Es lag in der Familie. Wir sind alle Musiker oder Prediger. Auch ich wollte Musiker sein. Oft, wenn ich Nachtschicht hatte, dachte ich darüber nach, träumte davon. Was wäre, wenn ich doch der Musik nachgegangen wäre? Sollte ich es noch versuchen? Was würde passieren? Das alles hatte ich immer im Hinterkopf. Aber dann holte mich die Realität wieder ein und ich wusste, ich mache jetzt aber das hier. Terrence überzeugte sich selbst, dass es richtig sei, Gesetzeshüter zu sein. Bis eine ungewöhnliche Begegnung seinen Lebensweg änderte. Ich dachte auch oft über Musik und eine Musikerkarriere nach, wenn ich Vorladungen austeilte. Eines Tages war ich wieder unterwegs und hängte Vorladungen an die Haustüren. Ein älterer Herr beobachtete mich von seiner Veranda aus. Er saß in seinem Schaukelstuhl und schaute einfach zu. Der Mann rief Terrence. Er rief, junger Mann. Er sagte nicht Officer, obwohl ich Dienstmarke und Waffe trug. Junger Mann, komm mal rüber. Ich ging hin. Er zog sich hoch und lehnte sich über das Geländer. Er schaute mir direkt in die Augen und sagte, wann legst du deine Marke und deine Waffe nieder und fängst mit deiner richtigen Arbeit an? Geschockt bat Terrence den Mann, das nochmal zu sagen. Deine richtige Arbeit ist in Gottes Reich. Deine Arbeit ist zu predigen. Aber das kannst du nicht mit Marke und Waffe. Es ist Zeit, das wegzulegen und mit der richtigen Arbeit anzufangen. Er sah diesen Mann nie wieder. Ich wusste, dass es von Gott war. In dem Moment beschloss ich, im Glauben den Schritt zu wagen. Dieser Schritt brachte Terrence eine erfolgreiche Musikkarriere. 2014 gründete er die Firma Revival Music. Das ist mehr als ein Label. Terrence sagt, es sei eine Bewegung, die verschiedenen Gemeinden Versöhnung und Einheit bringt. Heute macht mir am meisten Freude, Leute mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen. Vereint mit dem Ziel, Gott anzubeten und einander Liebe zu erweisen. Dazu gehören auch Musiker Joseph Stallings und Sharon Jackson. Ich war in vielen Gruppen, machte viel Musik und sang viele Songs. Aber der Unterschied bei Revival Worship ist, dass es nicht um das Lied geht. Es geht wirklich nicht um die Musik, sondern um die Beziehungen zwischen den Menschen. Jeder ist wichtig. Was ich so liebe, ist, dass wir so unterschiedlich sind. Es bedeutet in unserer Kultur viel, dass wir, obwohl wir aus unterschiedlichen Gemeinden kommen, unterschiedliche ethnische Hintergründe oder Denominationen haben, aber trotzdem alle zusammenkommen können und diese coole Musik gemeinsam machen.
Für Terence passt der Klang gut zu seiner speziellen Botschaft. So auch bei dem Song Untainted Love. This love that he has for us is untainted. Seine Liebe für uns ist makellos. Sie wird nicht beeinträchtigt durch enttäuschte Erwartungen, weil wir heute nicht so gelebt haben, wie es seiner Herrlichkeit entspricht. Ich bin nicht so ein guter Christ, wie ich es sein sollte, aber seine Liebe übersteigt all das. Eine kraftvolle Botschaft. Terence' Hoffnung ist, dass sich Leben verändern, Gemeinden heilen und Kluften überbrückt werden. Leben verändern. Dieses ambitionierte Ziel haben sich sowohl Terence Howell als auch Andreas Heerwagen gesteckt. Und sie haben ihre Leben dafür ganz neu ausgerichtet. Wir würden gerne wissen, ob auch Sie schon einmal einen Neuanfang gewagt haben und heute ganz andere Lebensziele haben als früher. Schreiben Sie und berichten Sie uns davon. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen Sie einen Kommentar zur Sendung. Das alte Leben hinter sich lassen und sich ganz neu orientieren. Solche Entscheidungen treffen nicht nur Menschen heutzutage. Auch in der Bibel finden wir dazu Geschichten und Texte. Andreas hat einen Blick in das Buch der Bücher geworfen. Vor einigen Jahren war es eine kleine Sensation. Bei Osterode im Südharz wurden Knochen aus der Bronzezeit gefunden. Um mehr über die Herkunft dieser Menschen von damals zu erfahren, hat man die Knochen genetisch ausgewertet. Gleichzeitig nahm man Proben von heutigen Bewohnern aus der Gegend und hat auch deren DNS analysiert. Das Ergebnis? Die Bronzezeitmenschen haben tatsächlich Nachfahren, die heute noch in der Region leben. Das ist der Hammer, denn im Verlauf von 3000 Jahren muss es also in jeder Generation Menschen gegeben haben, die nie das Sösetal verlassen haben. Das nenne ich mal Ortsverbundenheit. Doch wenige sind so sesshaft. Die meisten sind wohl über die Jahre weggezogen. Gründe dafür gab es ja genug. Die Völkerwanderung, Krankheiten wie die Pest, Kriege wie der 30-jährige Krieg, Katastrophen oder vielleicht die Liebe, die Berufsausbildung oder schlichtweg die Lust auf eine neue Perspektive. Auch unter Israels Stammvätern gibt es Menschen mit Aufbruchstimmung. Da ist zum Beispiel der Mann, den wir als Abraham kennen. Er erlebt, wie der lebendige Gott zu ihm spricht. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, das war ziemlich herausfordernd, denn Familie, Sippe und Vaterland waren damals so die wichtigsten sozialen Bezugspunkte. Doch Gott erklärt ihm, was er vorhat. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Und wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Was für eine Perspektive. Tja, und Abraham lässt sich darauf ein. Er zieht im Vertrauen auf diesen Gott los. Es gibt Zeiten im Leben, da brauchen wir eine neue Perspektive. Und manchmal ist es auch so wie bei Abraham, dass sie unverhofft zu uns kommt, weil jemand anderes eine Perspektive für unser Leben hat. Und das eine ist nicht besser als das andere, aber in jedem Fall ist es gut, solche Weichenstellungen im Einklang mit Gott vorzunehmen. Und so verstehe ich Gottes Zuspruch aus Jeremia 29, Vers 11 auch gleichzeitig als Einladung, ihm zu vertrauen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ich bin mir sicher, er hat sich auch über ihr Leben Gedanken gemacht. Lassen Sie uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du in allen Aufs und Abs des Lebens bei uns bist. Du siehst und kennst uns und weißt am besten, was wir brauchen. Wir bitten dich, schenke uns deine Perspektive für unser Leben, zeige uns den nächsten Schritt und geh du uns dabei selbst voran. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 1818 8800. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 1818 8800. Und für die Schweiz 044
57 50 270. Die Gesundheitsversorgung in Tansania ist nicht besonders gut und mit den Standards hier in Europa nicht zu vergleichen. Es gibt viel zu wenig Ärzte und Krankenhäuser und die Versorgung dort können auch nur die Menschen bezahlen, die ausreichend Geld verdienen. CBN bietet deshalb Hilfsangebote für die Teile der Bevölkerung an, die sich das sonst nicht leisten könnten. Rhoda wünschte sich immer eine Tochter. Nach 5 Jungen wurde ihr Traum schließlich wahr. Alicia ist meine kleine Prinzessin. Sie ist ein fröhliches Baby und ich war glücklich über ihre Geburt. Doch als ich ihre Lippenspalte sah, fühlte ich mich schrecklich. Freunde rieten Rhoda, Alicia ins Krankenhaus zu bringen, aber als Landarbeiter konnte die Familie das nicht bezahlen. Ich sorgte mich um ihre Zukunft, weil sie nie normal leben wird. Ich betete zu Gott, dass er einen Weg findet, damit sie behandelt wird. Eines Morgens in der Kirche hörte Rhoda vom Plaster House, einer Einrichtung, die von Operation Blessing unterstützt wird. Gleich nach der Kirche fuhr sie mit ihrem Baby die 11 Stunden dorthin. Schnell wurde die OP angesetzt und auch bezahlt. Alicia sieht wunderschön aus. Ich liebe es, sie hübsch anzuziehen und ihr zu sagen, wie schön sie ist. Wenn sie älter ist, erzähle ich ihr, was Gott für sie getan hat. Gott segne euch für eure Hilfe. Möge er eure Freigebigkeit stärken, sodass mehr Leben verändert werden können. Als Heavenlight 2 Monate alt war, bemerkte ihre Mutter eine Beule an ihrem Kopf, die mit der Zeit immer größer wurde. Wenn sie spielt, passe ich auf, dass sie sich nicht verletzt oder den Kopf stößt. Sie fasst sich oft an den Kopf und sagt, Mama, mach das weg. Ich verstand, dass das etwas Gefährliches war und versuchte, Hilfe zu bekommen. Ihre Schädelplatten waren nicht so miteinander verwachsen, wie sie es sollten. Also tritt aus dem Schädel Flüssigkeit unter die Haut. Unbehandelt könnte mit der Zeit ihr Gehirn an dieser Stelle durchwachsen und sie würde Hirnschäden bekommen. Als ich hörte, dass Heavenlight operiert werden muss, verzweifelte ich, da ich mir das nicht leisten konnte. Und ich hatte Angst um ihre Zukunft, weil das tägliche Leben für sie gefährlich war. Ich betete zu Gott, weil ich nichts anderes tun konnte. Heavenlights Mutter suchte weiter nach Hilfe und hörte schließlich von einem Krankenhaus, das von Operation Blessing unterstützt wird. Operation Blessing übernahm die Kosten für Heavenlights Operation. Sie wurde wieder ganz gesund. Ich bin so erleichtert und beruhigt. Hinterher fasste sie sich an den Kopf, sagte, jetzt ist es weg und lächelte. Nun wird sie zur Schule gehen und wie alle anderen Kinder spielen können. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Ihr habt unser Leben verändert. Ja, also ich freue mich natürlich mit dieser Mutter, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr machen muss um die Gesundheit und die Zukunft ihres Kindes. Diese medizinischen Hilfsprojekte sind wirklich ein großer Segen für die Menschen. Ja, und vielleicht wollen Sie, liebe Zuschauer, auch ein Segensbringer sein für diese Menschen und Sie wollen sich an solchen humanitären Projekten beteiligen. Oder vielleicht möchten Sie diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung. Heute ging es um Menschen, deren Leben eine Wendung nahm und die jetzt ein ganz neues Ziel verfolgen. Falls auch Sie, liebe Zuschauer, gerade auf der Suche nach einer neuen Perspektive und einem neuen Lebensinhalt sind, geben Sie Ihre Suche nicht auf. Es lohnt sich. Und natürlich kann man dafür auch beten. Und dafür bietet sich ja die Gebetshotline an. Falls Sie also ein Anliegen haben und jemanden brauchen, der mit Ihnen betet, dann sind unsere Mitarbeiter jetzt gerne für Sie da. Klingeln Sie durch. Ja, und wenn Sie Lesestoff noch brauchen und unser Erlebt-Magazin noch nicht kennen, dann lade ich Sie ein, rufen Sie an bei uns, das können Sie kostenfrei bestellen. Ja, danke, dass Sie dabei waren. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut, Gottes Segen.
Erlebt TV. Wenn Menschen über die ganz besonderen Momente ihres Lebens berichten. Männer und Frauen erzählen, wie sie Gott erlebt haben und wie dies ihr Leben verändert hat. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV, wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.